Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Das Thema des Videos ist allerdings jetzt nicht direkt Flive Universe, sondern es ist vielmehr Flive. Und zwar werde ich ja immer wieder gefragt, also wirklich sehr häufig, deswegen mache ich auch das Video. Ich habe nämlich schon mal so ein Video gemacht, ich glaube es war Ende 2022, vielleicht war es auch schon Anfang 2023, ist aber auch schon wieder eine ganze Weile her, seitdem auch schon wahrscheinlich wieder über 1000 neue Abonnenten. Das heißt, die Frage kommt berechtigterweise und berechtigterweise kann ich sie auch wieder mal in einem Video, in einem kurzen beantworten. Und zwar einerseits die Frage kommt immer mal wieder, wie ich eigentlich zu Flive gekommen bin. Also was hat mich dazu bewegt, überhaupt mal mit Flive anzufangen? Das ist ja auch eine berechtigte Frage. Und infolgedessen oder auch unabhängig voneinander kommt nochmal manchmal die Frage, oder in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter, warum ich denn immer noch Flive spiele oder warum ich denn nicht aufhöre, Flive zu spielen. Aus diversesten Gründen. Also da werden dann immer sonst welche Sachen noch dazu. Also manchmal wird die Frage einfach so gestellt, aber oft wird halt gefragt, naja, das und das läuft ja nicht so, wie man es sich wünschen würde oder pipapo. Und dazu wollte ich hier mal eben ja kurz Storytime auspacken, wobei ich glaube, es wird trotzdem ein eher kurzes Video. Auf jeden Fall, ja, wie bin ich zu Flive gekommen? Was hat mich dazu bewegt, Flive zu zocken? Also als Flive released wurde, war ich 7 Jahre alt. Ja? Das Spiel ist sehr, sehr alt. Und als es in Deutschland released wurde, war ich zwar dann schon 9 Jahre alt, immerhin. Aber von alleine wäre ich höchstwahrscheinlich niemals auf dieses Spiel gekommen. Also wenn es nicht um ja, Schicksal, Zufall, wie auch immer man es nennen will, wenn es mir nicht zufällig quasi empfohlen worden wäre, dann hätte ich von dem Spiel wahrscheinlich irgendwann mal erfahren. Vielleicht auch niemals. Ich meine, Flive ist nicht gerade bekannt dafür, dass es extrem viel Publicity bekommt oder sehr viel Werbung bekommt oder so. Eher im Gegenteil wahrscheinlich. Das heißt, höchstwahrscheinlich wäre ich dem Game niemals begegnet, wenn nicht also mein Bruder und ich, wir haben früher mal das zusammen gemacht eigentlich, wie so klassische kleiner Bruder, großer Bruder Beziehung quasi und haben halt auch immer mit den gleichen Leuten gechillt. Und früher hatte auch wie jeder einen kleinen Bruder gefühlt. Dann immer die ganzen großen Brüder mit den kleinen Brüdern und anderen großen Brüdern gechillt und so. Irgendwie 20, 30 Kinder in der Nachbarschaft gehabt. Und von diesen ganzen Kindern hatten wir eben 2 so Best Buddies, Best Friends, wie man so will. Und die haben uns irgendwann so gesagt, random, das war irgendwann im Jahr 2007, haben die uns gesagt, ey, kennt ihr eigentlich Flive? Und die haben auch Flive gesagt, by the way. Sie haben es von Anfang an richtig ausgesprochen. Und sie haben gesagt, kennt ihr eigentlich Flive? Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 9 bis 10 Jahre alt. Selbst mein Bruder, der war auch nur 11 bis 12. Der ist knapp 2 Jahre älter als ich. Also absolute Piepmatze, Bimpfens, absolute Pisskinder, kann man sagen. Natürlich haben wir nicht von Flive gehört und natürlich spielen wir es nicht. So, what the fuck? Und die einzigen Computerspiele, die wir damals gespielt haben, waren, ich glaube, Siedler, so eines der ersten Siedler-Spiele. Und wie heißt es nochmal? Dieses mit den Balken, wo man die Dinger zerstören muss, diese Blöcke zerstören muss und lauter solche Games halt, also quasi gar keine richtigen Videospiele, außer Siedler natürlich. Und Pinball war, glaube ich, das, was ich gesucht habe. Genau, Pinball und leider solche Sachen. Also, ja, nur so 0815 Games und das vielleicht auch einmal die Woche für 1, 2 Stunden oder so. 99% meiner Zeit als Kind habe ich wirklich draußen verbracht. Im Sommer waren wir immer von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr abends oder 21 Uhr abends waren wir immer draußen. Wie gesagt, weil da auch alle anderen Kinder draußen rumgechillt haben und so. Und so gut wie keine Zeit vom PC verbraucht. Aber dann hieß es plötzlich, ja, spielt Flive, jeder spielt Flive. Wobei man dazu sagen muss, es waren Kinder aus ein bisschen einer anderen Nachbarschaft. Also sie waren quasi aus dem Block nebenan. Also wir waren der eine Block. Und das war tatsächlich so 10, 15 Minuten zu Fuß zu den anderen Kindern. Das war so der zweite Block. Und in dem zweiten Block haben sie eben irgendwann angefangen, Flive zu spielen. Im ersten Block nicht, nur im zweiten Block. Und dann hat das halt so rübergeschwappt von Block 1 auf Block 2. So ungefähr. Und dann haben halt alle gesagt, ja, alle spielen das gerade, jeder spielt das, ihr müsst das auch spielen. Und dann, ja, hat eines zum anderen geführt und so bin ich letztendlich bei dem Game gelandet. Dann auch noch hier eine kleine Anekdote. Wir haben damals dann einfach angefangen, weil, wie gesagt, absolute Computer-Noobs, kleine Kinder. Ich meine, da kann man ja nur alles falsch machen, gefühlt als kleines Kind, das zum ersten Mal ein Online-Spiel spielt. Und ja, natürlich nicht gecheckt, dass man da verschiedene Server auswählen kann. Und dann haben wir auf Luia angefangen. Mein Bruder hat sogar bis Level, ich glaube, 22 gespielt oder so. Und ich bis Level 9 oder 10. Und dann hieß es, ja, ihr seid auf dem falschen Server. Wir spielen alle auf Steamwalker und ihr seid auf Luia. Ihr müsst nochmal neu anfangen. Weil wir wollten ja zusammenspielen.
weil es eigentlich auch, also es kam eigentlich niemals wirklich dazu, dass wir groß zusammengespielt haben, aber lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls haben wir erst auf dem falschen Server angefangen, erst auf Luia und dann auf Steamwalker nochmal neu angefangen. Und ja, dann dieses Zusammenspielen, das hat sich eigentlich extrem beschränkt, weil ich glaube, ich habe im gesamten Jahr 2007, also ich meine damals, mein Mercenary war nicht höher als Level 35. Also ich weiß, er war so um die Level 30 rum, wegen der Luda-Quest und so. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe im gesamten Jahr 2007 keine 50 Stunden Flive gespielt wahrscheinlich. Also wirklich extrem wenig. Und auch zusammengespielt haben wir eigentlich immer nur so, dass halt alle bei einem zu Hause gechillt haben. Und dann saß man da zu 4 oder zu 5 vom Computer und einer hat halt ein bisschen gezockt und die anderen haben nur zugeguckt und halt blöde Kommentare und so abgegeben. Oder mit dem Gameboy gespielt oder so, während sie zugeguckt haben. Aber eigentlich komplett für die Katze. So online hat man da so gut wie nie irgendwas zusammen gemacht, großartig. War eigentlich dann auch ein bisschen für den Arsch, aber jeder hat halt gesagt, er spielt. Und dann haben sie es echt auch aus dem... Also irgendwann hat es echt jeder fast runtergeladen gehabt. Jeder hat eigentlich mal kurz Flive gespielt für eine Zeit lang. Und war eigentlich echt ganz cool. Das hat sich da einfach so etabliert quasi. Aber das war es eigentlich auch schon. Also so bin ich zu dem Game gekommen. Und wie gesagt, also ganz wenig am Anfang gespielt. Dann habe ich es irgendwann nochmal wiederentdeckt für mich. Also so 2007 sehr wenig gespielt, 2008 sehr wenig gespielt. Und irgendwann 2009, wo ich immer mehr Zeit vorm Computer verbracht habe, als man langsam jugendlich geworden ist, Teenageralter und so, irgendwann nicht mehr so ganz so klein war und so und sich mehr für Videospiele und so interessiert hat am PC. Dann habe ich irgendwann nochmal das Bedürfnis gehabt, so nochmal richtig in Flive durchzustarten. Und dann kam das erste Mal, dass ich wirklich angefangen habe, meine Charakter auch mal über Level 60 zu ziehen. Ich glaube, mein höchster Charakter war dann mal auch endlich mal Level 80 und so. Bin dann so ein bisschen nochmal reingekommen. Aber dann auch wieder so On- und Off-Phasen, mal wieder ein paar Monate gespielt, dann mal wieder ein paar Monate nicht und so. Andere Games wieder entdeckt und so weiter. Dann Monate später wieder angefangen und so weiter. So war es im Endeffekt. Und ja, wie ich dann mich im Endeffekt dazu entwickelt habe, dass ich immer mehr gespielt habe, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Es hat sich einfach so ergeben, I guess. Also von allen MMOs, die ich jemals gespielt habe, war Flive das, was immer wieder gekommen ist. Deswegen dieses On and Off. Also es war halt keins der Spiele, wo du einmal spielst und dann vergisst du sie letztendlich. Und vielleicht erinnerst du dich 20 Jahre später vielleicht nochmal dran. Aber war bei Flive nicht so. Also Flive ist immer geblieben letztendlich. Und wahrscheinlich war es dann letztendlich einfach wirklich die Tatsache, dass ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen. Wenn ich mich nie dafür entschieden hätte, angefangen, YouTube-Videos zu machen, über Flive, mit Flive, dann wäre wahrscheinlich früher oder später auch wieder eine On- und Off-Phase gekommen. Oder besser gesagt eine Off-Phase nach der On-Phase. Und wer weiß, ob ich dann nochmal zurückgekehrt wäre zum Spiel. Aber glücklicherweise habe ich mich dazu entschieden. Und das hat mich dann natürlich auch gepusht, motiviert, dran zu bleiben, viel zu spielen. Wobei in der Anfangszeit von den YouTube-Videos habe ich eigentlich gar nicht so viel gespielt. Das war eigentlich auch relativ wenig. Aber ja. Und der Rest ist, wie gesagt, Geschichte. Sozusagen. Und ja, dann zu der Folgefrage quasi. Und warum dann Flive? Also warum spielt man Flive? Warum hört man nicht auf? Es gibt doch so viel bessere Games. Also die ganzen Argumente, die ich hier gerade so ein bisschen zitieren, die da immer mit reingebracht werden. Es gibt doch so viel bessere Games und das ist doch so schlecht und das läuft falsch und das Spiel wird doch niemals wieder so groß werden, wie es mal war und lauter solche Sachen, was man da alles liest. Es gibt, ich könnte wahrscheinlich hunderte Sachen aufzählen, wenn ich mir mal Zeit nehmen würde, was ich da schon alles gehört habe über die Jahre. Und sicherlich ein paar von diesen Argumenten stimmen. Ich meine, allein sowas wie, naja, es ist nicht das größte Game oder es gibt auch beliebtere, bessere Games, also objektiv bessere Games und so. Ich meine, da kannst du jetzt nicht so viel dagegen sagen. Wobei das ja eigentlich das Interessante bei Videospielen ist. Ob die objektiv gut sind oder nicht, ist ja meistens gar nicht so entscheidend. Also ich meine, wie viele Videospiele gibt es, die wirklich objektiv echt gut waren, aber trotzdem heute nicht mehr online sind? Und da sagen ja auch viele Leute, wie kann das eigentlich sein, das Game war so toll und dann trauern die dem Game hinterher, aber dann muss man ja die berechtigte Frage stellen, ja, aber wenn das Game so toll war, ja, warum ist es denn dann offline gegangen? Dann kann es ja nicht so toll gewesen sein, weil offensichtlich hat es nicht genügend Spieler, nicht genügend Einnahmen oder was auch immer, um tatsächlich bestehen zu bleiben. Und das ist halt aber das, was ich mir so denke. Ich meine, dann kann es ja nicht so toll gewesen sein, weil sonst wäre es ja noch online und sonst würde es wahrscheinlich von 100.000 Leuten gespielt werden. Das ist aber so eine Sache. Und also dieses objektiv Gute, würde ich sagen, ist gar nicht mal so wichtig. Und ich würde gar nicht sagen, dass Flive objektiv schlecht ist. Würde ich gar nicht sagen. Also ich meine, irgendwas muss dieses Game ja richtig machen. Abgesehen von Nostalgie und so, sonst wären wir nicht hier und würden darüber reden. Literally über 20 Jahre, nachdem das Game zum ersten Mal released wurde. Und in einer Fortsetzung,
die zumindest zum Start auf jeden Fall nochmal an die Erfolge von damals anknüpfen konnte. Und selbst heute, wenn man so an FEC denkt und so, wo wirklich täglich tausende Leute zeitgleich online sind und spielen. Und ich rede hier wirklich von Leuten, ich rede hier nicht von Charaktern. Das wird ja auch immer so gesagt, ja klar, ist in Flive immer so viel los, spielt ja jeder mit 20 Chars. Ist an für sich nicht falsch, aber es sind ja trotzdem sehr viele Leute, die spielen. Wenn das alles hier nur 10 Leute wären immer, also du siehst so eine Meute von so 200 Chars und das wären wirklich alles nur so 10 Leute, ich meine, da würde das Game nicht funktionieren. Ich meine, 10 Leute können kein Game am Leben erhalten. Es sind schon wirklich so viele Leute, sonst wären wir nicht hier und würden darüber reden. Das ist ja einfach so. Oder ich erinnere zurück an 2022, an den Hype. Sie haben innerhalb von etwas über einem halben Jahr über 20 Millionen Euro verdient mit dem Game, was in der Gaming-Branche tatsächlich gar nicht mal so viel Geld ist tatsächlich. Also es ist natürlich viel Geld für sich, aber in der Gaming-Branche ist es nicht viel Geld. Also ein Game, das wirklich erfolgreich ist, macht ein paar Millionen am Tag oder jeden Monat zig Millionen. Also da ist über ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr 20 Millionen. Für Flive ist natürlich hammergeil. Für so ein altes Game, das nochmal so einen zweiten Frühling erlebt, ist es hammergeil. Aber so allgemein betrachtet ist es jetzt nicht so krass. Also es gibt viele Spiele, die machen im Monat doppelt so viel. Viele Gacha-Games, viele Mobile-Games, große Games, Counter-Strike zum Beispiel und Fortnite und so. League of Legends, die machen das jeden Monat quasi. Für die ist das absolut nichts Bedeutendes. Aber für uns eben schon. In so einer Nische, MMORPGs sind sowieso nicht mehr so beliebt, wie sie früher mal waren. Und umso besser, umso cooler ist es, dass alte MMOs, wie gesagt, nochmal so einen zweiten Frühling erleben können. Aber zurück zu den Gründen, warum ich denn noch spiele, habe ich damals schon in dem Video gesagt, so ganz genau kann ich es nicht sagen. Es ist eine Mischung aus Nostalgie, ein bisschen auch, muss man sagen, so ist, kann man auf viele, würde ich sagen, Lebensbereiche übertragen. Ab einem gewissen Punkt hat man so viel Zeit in etwas investiert, sich so viel mit etwas beschäftigt, dass man es eigentlich nicht mehr loslassen will. Und ich weiß, jetzt kommt wieder die Tatsache, jetzt kommen wieder Sachen, ja, das liegt daran, dass du süchtig bist, deswegen kannst du nicht aufhören, so ungefähr. Also sicherlich, ich meine, wenn ich nicht süchtig wäre, wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht hier. Also zum gewissen Grad stimmt das auf jeden Fall. Keine Frage. Ich meine, keiner könnte ein Spiel für zigtausend Stunden spielen gefühlt, wenn er nicht irgendwo ein bisschen süchtig wäre. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich würde doch behaupten, es ist einfach noch mehr als nur einfach nur süchtig sein, weil, wie gesagt, wenn du in etwas so viel Herzblut, so viel Leidenschaft, so viel Zeit und so viel auch Geld zum Teil gesteckt hast, dann fällt es einem halt schon schwierig, das einfach so zurückzulassen. Ich meine, literally Menschen können sogar emotionale Beziehungen zu einem Kugelschreiber aufbauen. Dein Lieblingskugelschreiber oder dein Lieblingsfedermäppchen, ja, du kannst zu den absurdesten Dingen kannst du emotionale Verbindungen aufbauen. Das heißt, zu einem Videospiel, zu Charakteren in einem Videospiel, zu den Items in einem Videospiel, zu dem Videospiel selbst, whatever. Auch dazu kannst du emotionale Bindungen aufbauen. Und das geht dann doch über die Sucht auch irgendwo ein bisschen hinaus, weil wenn du einfach nur süchtig bist, weiß ich nicht, ob das wirklich diese gleiche starke Verbindung ist, wie wenn du eben noch so viel anderes wie Nostalgie und eben Herzblut, Leidenschaft und so für etwas empfindest, dann ist das halt doch einfach nochmal mehr. Und das Gleiche gilt ja, wie gesagt, auch in anderen Lebensbereichen. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren in der gleichen Firma arbeite, fällt es mir sicherlich etwas schwerer zu kündigen, als wenn ich da seit 2 Monaten arbeite. Oder ein Hobby, das ich seit 20 Jahren mache oder seit 5 Jahren oder seit ich ein Kind bin, spiele ich Fußball zum Beispiel als Hobby. Das fällt einem sicherlich auch extrem schwer. Da wird man auch nicht an einem Tag die Entscheidung treffen, ja, da höre ich jetzt auf. Und da wird auch keiner sagen, ja, du bist einfach nur süchtig, deswegen kannst du nicht aufhören. Das sagt ja keiner. Ich meine, bei Videospielen fällt es immer so leicht, einfach zu sagen, ja, du bist halt süchtig, deswegen kannst du nicht anders. Ich würde behaupten, es ist doch ein bisschen komplexer, ein bisschen tiefgreifender und so ganz genau kann ich es, wie gesagt, nicht definieren. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus wirklich 1000 verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Die bedeutendsten natürlich, wie gesagt, Nostalgie und die ganze Zeit, die ich reingesteckt habe. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das krasseste Argument neben der Nostalgie. Aber ja, dann auch sowas wie die YouTube-Videos. Ich meine, ich würde mich berechtigterweise fragen, was mache ich dann jeden Tag? Ich meine, ich stecke hier so viel Zeit in YouTube und Twitch und so weiter und so fort. Würde ich mich dann auch fragen, was mache ich jetzt? Also brauche ich irgendwas anderes, was diese Lücke füllt sozusagen. Und das musst du auch erstmal finden, irgendein Spiel, was du so viel spielen kannst, dass dir nicht langweilig wird und so. Also ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man ein Game so lange, so viel, über so viele Jahre, über so viele Stunden spielen kann, ohne dass es einem zu sehr, sage ich mal, auf die Nerven geht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das Spiel noch nie auf die Nerven gegangen ist oder dass ich noch nie Kacke fand in irgendeinem Aspekt. Aber ja. Ihr merkt schon, ich drehe mich langsam im Kreis. Ich wiederhole mich. Ich habe gesagt, es sollte eher ein kürzeres Video werden. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich jetzt die Reißleine.
Ja, das waren so meine Gedanken zu diesen beiden Themen. Mal ein bisschen ausführlicher die Fragen, als ich sie im Livestream meistens beantwortet. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare oder wenn ihr eure eigenen Stories teilen wollt, wie ihr zu dem Spiel gekommen seid oder warum ihr nicht aufhören wollt oder könnt, wahrscheinlich eher wollt, Flive zu spielen, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Flive-Video, Flive-Universe-Video und gerne auch im Flive-Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Flive-Streams. Und ja, mal gucken, wie lange es uns alle noch geben wird in diesem Spiel, das Spiel selbst. Wir werden, oder ich werde es auf jeden Fall weiter gespannt verfolgen. Ich werde am Start sein und wie lange noch, das kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Bis zum nächsten Mal, macht's gut rein und ciao, ciao.